Ich bekomme extrem häufig diese Frage, warum ist Paraguay denn mein persönlicher Freiheitsfavorit? Warum verbringe ich selber dort regelmäßig viel Zeit dort? Ja, und wie ist das Leben dort wirklich vor Ort? Das sehen wir uns im heutigen Tippvideo von Faszination Freiheit an. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Seit über 9 Jahren jeden Freitag ein Tippvideo, deswegen auch YouTube-Kanal gerne abonnieren und das Abo-Zeichen nicht vergessen, damit du die Benachrichtigungen bekommst. Also, schön, dass du mit dabei bist. Paraguay ist ja so ein Geheimtipp. So ein Insider-Tipp, auch was Auswandern, was ein Plan B für den Fall der Fälle, ne, wenn man vor Krieg mal weg möchte zum Beispiel, oder einfach auch legales, steuerfreies Leben. Und da hat Paraguay unglaublich viel zu bieten. Es hat ein fantastisches Gesamtpaket und das sehen wir uns heute gemeinsam an. Und einfach nur, wenn wir uns dieses, ja, ich weiß, es ist kein lustiges Thema, aber die EU entwickelt sich zu einem Militärblock, rüstet auf. Ja, Diplomatie ist ja nicht mehr so ganz in. Das macht man ja heute nicht mehr, dass man mit der Gegenseite auch einfach mal versucht zu sprechen und dass man sich mal zusammensetzt. Ne? Ja, dann ist es natürlich auch schwer, wirklich so einen Konflikt, naja, zu lösen. Ne? Na gut, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Und wie ist es auch vielleicht mit der Wehrpflicht? Vielleicht hast du Kinder, vielleicht möchtest du nicht, dass die in die Wehrpflicht mit hineinkommen, beziehungsweise dass diese in den Krieg ziehen. Also vielleicht sollten wir uns Gedanken machen, einfach für den Fall der Fälle und hoffen wir, dass wir es nie brauchen. Aber es ist gut, wenn wir ihn haben. Und das Paraguay, weil es einfach so ein geniales Gesamtpaket ist, kannst du dir einfach deine spannendsten Aspekte hier herauspicken und damit einfach viel ruhiger schlafen. Also erstmal ein paar Worte zu Paraguay. Ja, knapp 7,5 Millionen Menschen. Paraguay selber liegt im Herzen Südamerikas. Es ist ungefähr so groß wie Deutschland und Österreich zusammen. Die Sprache selber ist Spanisch und Guarani. Guarani, das sind die Ureinwohner und so heißt übrigens auch die Währung dort. Ja, Bevölkerung hat teilweise einen etwas indigenen Einschlag, beziehungsweise auch durch die Spanier geprägt und hat auch eine sehr interessante Geschichte, die auch dazu geführt hat, dass das Land so ist, wie es heute ist. Aber das würde jetzt heute ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Ja, also wir fangen mal mit der Einwanderung an, beziehungsweise dass man hier sehr, sehr einfach einen Plan B umsetzen und verwirklichen kann. Du brauchst nicht viele Dokumente. Im Wesentlichen ist es eine Geburtsurkunde, die für die meisten überhaupt kein Problem sein sollte, und auch ein polizeiliches Führungszeugnis. Und dann kann man das Ganze dort vorlegen. Man muss vor Ort sein, das heißt auch, wenn die Familie mit dazu möchte, die muss dann auch mal komplett mitreisen. Dann kann man das vor Ort machen. Nach 2 Jahren bekommst du dann eine Verlängerung auf 10 Jahre. Und das ist perfekt für Plan B und Auswandern, weil es so viele spannende Aspekte hat, die wir uns jetzt im Folgenden auch anschauen. Und ja, der Plan B ist ja wirklich sehr, sehr einfach umzusetzen. Auch es ist ein bisschen weiter weg, das ist korrekt. Das heißt, also man hat dann quasi über den Atlantik und dann auch noch mal ein bisschen weiter südlich nach Südamerika den Flug. Aber das ist auch der große Vorteil, weil es hat wirklich, sagen wir mal, off the radar, um es mal so zu formulieren. Und gerade wenn es mal wirklich knallen sollte. Dann, zweiter Punkt, Lebenshaltungskosten. Die sind deutlich günstiger. Also ich würde mal grob schätzen, bei Lebenshaltungskosten, wenn wir jetzt mal Deutschland als Referenzwert nehmen, 100%, da bist du bei Paraguay, ich sage knapp die Hälfte, sagen wir mal vielleicht auch noch bis 2/3. Das heißt, wenn du monatlich, sagen wir einfach mal 3.000 € benötigst, dann mit 1.500 oder auch 2.000 €, man kommt sehr weit mit diesem Geld in Paraguay. Ich glaube auch, je mehr selber man vielleicht auch, ja, was heißt jetzt, luxuriösere Dinge und Ausgaben hat, desto günstiger ist es dann eigentlich in Paraguay. Und gerade alles, was mit Arbeitskraft zu tun hat. Das heißt, wenn du ein bisschen außerhalb von den herkömmlichen Shopping-Malls bist und dort zum Friseur gehst, also dort hast du vielleicht, keine Ahnung, 10, 12 €, was du für den Friseur zahlst, also in den Shopping-Malls, also wirklich so modern, wie man das auch bei uns kennt. So im Prinzip sehen die dort genauso aus. Also richtig schön modern und verschiedene Läden hineingehen kann und shoppen gehen. Wenn man ein bisschen außerhalb geht, aus ein bisschen mehr in Anführung, was heißt in der Provinz, aber mehr ein bisschen in dort, wo immer auch der herkömmliche Paraguayer zum Friseur geht, dann kann es schnell sein, dass du da 2, 3 € zahlst. Also zum Beispiel bei meinem Apartment dort um die Ecke, da ist eine Friseuse und ja, da habe ich immer schon ein schlechtes schlechtes Gewissen, wenn die nur 3 € will und dann gebe ich eben 4, 5 € und dann freut die sich jedes Mal total. Also ja, so kann man sich das dort vorstellen. Das Thema Steuern dort auch, das heißt, wenn du dort lebst, dann sind Auslandseinkünfte steuerbefreit. Das sogenannte Territorialprinzip. So, und das bedeutet halt,
Wow, ein gewaltiger Unterschied. Du kannst immer hochrechnen von heute, wie viel Steuern zahlst du jetzt, und wenn du das zum Beispiel ortsunabhängig auch in Paraguay verdienst oder das Ganze auch dir dann quasi erarbeitest oder dann umsetzt. Wir stellen ja laufend Möglichkeiten vor, das heißt jetzt, wie man mit Krypto, mit Investments oder auch weiteren Geschäftsmodellen, mit KI oder Amazon oder wie auch immer ein ortsunabhängiges Einkommen aufbauen kann. Ja, ist ja heute einfacher denn je, also braucht man eigentlich ja gar nicht dazu sagen. Aber natürlich, man muss da ein bisschen was machen, wenn man da vielleicht noch einen normalen Bürohengstjob heute noch hat. Ja, und dann ist es natürlich ein riesen Gamechanger, weil dann auf einmal dieser ganze Steuerblock wegfällt. Und Inlandseinkünfte, die du in Paraguay wahrscheinlich jetzt ja aktuell zumindest nicht so viel haben wirst, die werden dann mit 10% besteuert. Ich glaube, das kann man auch noch irgendwie verschmerzen. Dann Punkt Nummer 3, die Wirtschaft. Also wir sehen hier erstmal das Wirtschaftswachstum und wir sehen dort im Schnitt hat Paraguay ein sehr, sehr starkes Wachstum von 4–5%, was ja dort um das Jahr 2020 passiert ist, wissen wir ja alle. Da ist alles weltweit das etwas nach unten gegangen in dem Bereich der Weltwirtschaft, aber so im Schnitt haben wir 4–5% und das ist ziemlich stabil in Paraguay. Die Hauptwirtschaftszweige sind auch sehr stabil. Also Paraguay ist ein Landwirtschaftsriese, das wissen viele gar nicht. Hier sehen wir mal so eine Übersicht, wo Paraguay überall in den Top 10 jeweils mit dabei ist, obwohl es ja doch so in Relation ein kleines Land ist. Aber es ist ein unglaublich fruchtbares Land. Auch das macht es sehr interessant, wie wir im Folgenden sehen werden. Es ist auch ein Energieriese, und zwar das größte wassermäßige Wasserkraftwerk der Welt, Itaipu, zusammen mit Brasilien, hat Paraguay die Hälfte davon. Und die Viehzucht, Soja- und Rindfleischexporte, die wir dort sehen. Also auch viele, die das Rindfleisch dort kennen. Und es soll ähnlich gut sein wie Argentinien. Und manche sagen, es ist eigentlich besser als das argentinische Rindfleisch. Und Argentinier haben hier natürlich auch eine hohe Messlatte gesetzt. Also Fleischliebhaber werden in Paraguay auf ihre Kosten kommen. Und Fleisch ist auch eines der Hauptnahrungsmittel dort vor Ort. Das ist allgemein aber in Lateinamerika. Und nochmal kurz zu dem Thema Strom, weil Paraguay komplett autark ist. Ein Vielfaches produziert und auch exportiert, als es selber benötigt, das gesamte Land. Und auch über 99% werden aus Wasserkraft dort generiert. Und ja, der Itaipu-Staudamm, wirklich ein gewaltiges Abenteuer. Haben wir auch bei unserer Investorenreise dort mit dabei. Also dann kannst du dir das auch mit anschauen. Das ist wirklich grandios, genauso wie die grandiosen Iguazu-Wasserfälle. Die sind direkt an Paraguay, die sind Teil Brasiliens, aber kann man auch sehr, sehr gut kombinieren. Und das machen wir, wie gesagt, auch in unserer Investorenreise. Ja, und das ist das Geniale, weil du kannst dort autark leben. Stromversorgung haben wir uns bereits angeschaut. Du kannst dort grundsätzlich auch nicht erfrieren, es wird nie kalt genug. Dazu gleich noch, wie das Klima dort in Paraguay ist, aber sag mal vorweg, du kannst dort nicht erfrieren. Und dann davon, selbst wenn die Heizung mit Öl und so weiter, was es dort also nicht gibt, wenn es das nicht mehr gäbe, also keine Bange, du wirst dort nicht erfrieren. Und auch wenn du zum Beispiel einen eigenen Garten hast und dort ein paar Fruchtbäume dir reinstellst, da kannst du dich theoretisch auch ganzjährig von Früchten dort ernähren. Theoretisch. Ja. Da kannst du auch noch andere Sachen und Gemüse, das alles selber anbauen. Paraguay, was viele nicht wissen, hat ein gewaltiges Unterwasserreservoir. Das ist eines der Länder, wo du quasi selber einen Brunnen bauen kannst. Und dann hast du wirklich tolles, frisches Wasser, das du dann genießen kannst. Ja. Und das halt eben nicht vielleicht von allen möglichen Sachen dort verseucht wurde. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein sehr fruchtbares Land. Ja, die Achillesferse, das ist dieses Thema Öl und Transport. Naja, wenn man jetzt mal ein paar Wochen, vielleicht jetzt mal theoretisch, ja mal im Fall der Fälle, mal nicht mit dem Auto fahren könnte, weil weltweit es überall großes Chaos und Probleme geben sollte, dann auch das kann man sehr, sehr gut daheim aussitzen und man hat das Wichtigste, die Ernährung, und man braucht sich auch um das Thema dann mal Energie, Strom, keine wirklichen Sorgen machen. Ja, dann das Klima. Paraguay, fangen wir mal mit dem Winter, nennen wir es mal, an. Das heißt, immer mal die Temperaturen tagsüber hast du meistens 20 bis 30 Grad. Also wenn du ein Tief hast und Wetter ist schlecht und es regnet vielleicht auch mal ein bisschen, hast du um die 20 Grad. Ja, geht vorbei. Also auch von der Luft her sehr angenehm, aber und ansonsten, wenn du gutes Wetter hast, dann hast du ca. 30 Grad. Ja, also mit 30 Grad kann man es schon im Winter, glaube ich, doch sehr, sehr gut aushalten. Nachts kann es mal ein bisschen kühler werden. Das kann dann auch mal auf 10 Grad. Es ist nicht häufig der Fall, dass es nachts auf 10 Grad oder kälter losgeht. Und wenn es mal richtig hart auf hart kommt, ja, dann dann siehst du mal morgens, dass da ein bisschen Frost ist. Das ist aber schon das höchste der Gefühle. Und das ist extrem selten. Also da kannst du dir das Klima in Paraguay, denke ich, schon ganz gut vorstellen. Im Sommer wird es heiß, also da haben wir so um die 40 Grad. Bin ja hier auch übrigens gerade in Dubai, sieht man auch hier ja
So ein bisschen im Hintergrund habe ich mal so die Kamera hingestellt, dass sich das widerspiegelt und dass es von der Beleuchtung her passt. Ja, hier in Dubai geht es ja auf über 50 Grad auch im Hochsommer. Das ist schon ziemlich heiß und extrem. In Paraguay hat es dort auch mal für ein paar Wochen, hat es dann auch 40 Grad, vielleicht sogar mal ein paar Grad mehr. Das ist aber dann in der Regel nur vielleicht ein paar Wochen, geht dann auch wieder vorbei. Also du hast eben im Sommer auch sehr, sehr häufig 30 bis 35 Grad. Aber das kann eben auch mal 40 Grad hochgehen. Ist dann auch mal schön. Dann hüpft man vielleicht mal rüber nach Brasilien oder nach Uruguay und dann kann man sich dort abkühlen an den wunderschönen Stränden. Oder auch mal nach Patagonien, wunderschöne und brachiale Natur dort genießen. Also da kann man die Hochsommerzeit kann man dann vielleicht auch für andere Sachen genießen oder nutzen und eben andere Sachen genießen. So. Dann Punkt Nummer 6, Gesundheitsversorgung, natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt keine persönliche und eigene Erfahrung, aber ich kann das weitergeben, was ich immer wieder höre. Also ich habe selber dort auch einen Zahnarzt und der ist übrigens auch deutschsprachig. Also es gibt auch deutschsprachige Ärzte dort zum Teil, kann man ebenfalls umsetzen, auch mit Spanisch. Es ist alles erlernbar und auch die wichtigsten Sachen, wichtigsten Brocken, die kann man erlernen und auch zum Arzt, da kann man auch wirklich günstig theoretisch mal mit dem Übersetzer auch vielleicht mal hingehen, falls das der Fall sein sollte oder notwendig. Ansonsten, es gibt auch in einzelnen Bereichen deutschsprachige Ärzte. Und ich habe mal von einem Community-Mitglied es mitbekommen, der war dort auch im Krankenhaus, der war in einem normalen Krankenhaus, da wurde dann der Blinddarm rausgenommen. Den habe ich dann sogar auch kurz besucht und der hatte sogar richtig geschwärmt davon. Also der war richtig begeistert, er hat gemeint, also es ist etwas anders, aber qualitätsmäßig hat er keinen großen Unterschied gemerkt. Der war in einem normalen Krankenhaus. Ansonsten würde ich tendenziell schauen, weil es gibt ja auch private Krankenhäuser und von dem habe ich auch sehr, sehr gute Dinge gehört. Das heißt, dass man auch wirklich im Fall der Fälle und auch dann im Alter, wenn man dort mehr Zeit verbringt, dass man dort meines Erachtens, was ich immer mitbekommen habe, auch eine sehr, sehr gute Gesundheitsversorgung hat, die in Ordnung ist. Dann der Bereich Sicherheit. Asunción ist die Hauptstadt von Paraguay und ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr hohes Sicherheitsgefühl dort. Also wenn ich jetzt das mit deutschen Großstädten vergleiche, wenn wir uns dann auch erst wieder anschauen, was da in Hamburg oder in allen möglichen Städten, das muss ja nicht mal wirklich groß sein, was dort in Städten passiert. Stichwort Messerverbotszonen und vor allem dort, wo sie rege auch trotzdem genutzt werden. Also komischerweise, obwohl wir Messerverbotszonen haben, werden die trotzdem genutzt. Also das ist ja komisch. Vielleicht sollten sich die Gründer das mal irgendwie anschauen und mal überlegen, was wir da machen können. Also, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Asunción gilt als eine der sichersten Städte in ganz Südamerika. Ansonsten würde ich auch sagen, es hängt ein bisschen davon ab, in welche Gegenden das du gehst. Paraguay ist eine der sichersten Länder in Lateinamerika. Und genau, wenn man sich vorher damit ein bisschen beschäftigt, dann wird man in der Regel keine negative Erfahrung haben. Also einfach vorher wirklich gut informieren, ansonsten auch in den normalen Stadtvierteln etc. Also wie gesagt, also ich habe in Asunción überhaupt kein Unsicherheitsgefühl. Also sehr, sehr angenehm, sehr, sehr entspannt. Paraguayer, ein sehr, sehr angenehmer Mensch und ja, also ist nicht vergleichbar zum Beispiel so wie Venezuela gewesen ist, hat sich ja auch sehr, sehr stark gedreht und deutlich besser geworden auch. Oder auch Brasilien, da ist es wirklich so, dass Sicherheit wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist. Das Land hat ja ansonsten sehr, sehr viel zu bieten. Im Thema Sicherheit ist dort leider ja etwas schwierig, also nicht ansatzweise vergleichbar dort in Paraguay. Dann im Bereich Investment, wir haben uns ja bereits angeschaut, Paraguay hat ein sehr, sehr gutes Wirtschaftswachstum, ist ein sehr, sehr stabiles Land, auch durch die Historie, aber auch sehr kriegsgebeutelt, also ein bisschen ähnlich wie Deutschland damals, musste auch einiges mitmachen, ich glaube deswegen auch so ein sehr, sehr starkes Harmonie- und Sicherheitsbedürfnis, weil Paraguay ja historisch ja fast mal von der Bildfläche verschwunden ist. Aber gut, das ist jetzt wie gesagt ein anderes Thema. Sehr, sehr ruhig, sehr, sehr stabil, aufstrebend, es ist also kein chaotisches Land, es ist eigentlich schon fast ein bisschen langweilig. Also ich sage immer gern, Paraguay ist spektakulär, unspektakulär. Das macht's auch, das Spannende ist auch, dass man immobilienmäßig pro Quadratmeter, ja, sag mal, eine durchschnittliche und sag mal, ordentliche Qualität für ca. $1.000 pro Quadratmeter bekommt. Ja, wenn man das Premium haben will, dann liegt man halt vielleicht, sagen wir mal, bei $1.500. Hängt natürlich auch wieder von der Stadt, wo und wie ab, ganz klar. Aber man hat wirklich Immobilienpreise, die es sonst in ordentlichen Ländern im Prinzip nicht mehr großartig gibt. Aber auch diese Lücke, das ist meine tiefste Überzeugung, die wird sich mehr und mehr auch füllen und wird sich das auch mehr angleichen. Das, was wir dort an Qualität, auch generell von diesem Land haben, wird sich auch zukünftig anpassen. Aber in vielen Bereichen wirklich kann man auch immobilienmäßig dort sehr, sehr gute Schnäppchen machen.
und da hat man einen sehr, sehr guten Ausblick. Also deswegen, ich habe auch von meinen Immobilieninvestments auch einen guten Teil dort. Paraguay, ich bin ja auch, um Sachen auszuprobieren, ja in 9 Ländern investiert. Paraguay ist aber da ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Auch im Bereich Agrikultur bin ich ja investiert. Wie gesagt, Paraguay ist ein Agrikulturriese, hat sehr, sehr günstige Lohnhaltung, sehr, sehr fruchtbare Böden, sehr, sehr gutes Klima, hat übrigens auch ganzjährigen Regen. Also es regnet immer wieder, ist von dem her auch ein unglaublich grünes Land. Na, ist wie gesagt, ich bin ja hier gerade in Dubai, da ist es jetzt hier, wenn man da ein bisschen weiter hineinschaut, hier wird es ja direkt da wird das ja ein bisschen bewässert, direkt die Grün hier von dieser Zeltvilla, wo ich mich gerade befinde. Aber darüber hinaus, da ist mit Grün nicht mehr so großartig viel. In Paraguay ist es unglaublich grün und hat so ein halbtropisches Klima und auch sehr, sehr angenehm. Immer wieder auch der Regen, der dann auch mal wieder durchwischt und dadurch hat man eben auch wirklich eine ganz, ganz tolle Natur. Dann 19 noch die Menschen und die Sprache. Also die Menschen sind ja ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, sie sprechen Spanisch. Das ist jetzt nicht die schwierigste Sprache der Welt, ist nicht vergleichbar mit Russisch oder Chinesisch. Ansonsten die Menschen unglaublich nett und sympathisch. Also ich persönlich finde ja alle Latinos und Lateinamerikaner toll. Aber die Paraguayer, die sind doch mal, und ich glaube, was nochmal der Unterschied ist, sie sind noch mal so ein bisschen natürlicher. Ich möchte es zwar so formulieren, sie sind meines Erachtens auch noch nicht so in Anführungszeichen verdorben mit allen möglichen Konsum und so weiter. Das wird auch eine Tendenz sein, also auch Konsum und Co. hält auch ein in Paraguay, aber ist nicht ganz so extrem. Und auch es gibt, also Paraguay ist kein Tourismusland, hat sehr spannende Dinge und Aspekte und gibt viel zu erkunden und ist deswegen auch ursprünglicher. Das ist auch das Spannende hier vor Paraguay. Man hatte hier nicht die ganzen Ausländerströme. Und dadurch ist halt auch als Ausländer ist man sehr willkommen, auch gerade als deutschsprachiger Ausländer, weil sie das nach wie vor zumindest noch mit dem Thema Qualität verbinden. Also die meisten Immigranten, die Paraguay hat, das sind Brasilien und Argentinien. Und danach, wenn wir uns Europa anschauen, das sind schon ja, die Deutschen und auch Österreicher und Schweizer sehr, sehr weit vorne. Und dadurch kann man sehr, sehr gut Anschluss finden. Weil die freiheitsliebende Menschen, die lieben wiederum Paraguay aus genau diesen Aspekten, die wir uns angeschaut haben, was eben so ein mega Gesamtpaket ist. Und ja, ich weiß, wir haben kein direktes Meer, aber in Encarnación im Süden ist der Fluss teilweise so breit, dass man wirklich so ein mediterranes Feeling dort hat. Und ja, dann das er auch dort genießen kann. Oder dann halt eben 2-Stunden-Flug, dann ist man in Brasilien an der Küste oder man ist in Uruguay oder man ist in Buenos Aires oder dann geht es mal nach Santiago de Chile. Da kann man auch wunderschöne Sachen dort machen, erleben. Also es ist auch sehr, sehr spannend gelegen. Auch nach Panama zum Beispiel kann man mit Direktflügen fliegen. Man kann nach Peru und auch durch die zentrale Lage in Südamerika hat man auch wieder spannende Vorteile und Aspekte. Ja, und der Punkt Nummer 10 noch, und zwar ich habe ihn mal genannt Staatsdrangsalierung. Wir haben das ja alle gemerkt, ne? Während der sogenannten Pandemie, wie es abgelaufen ist. Da war es übrigens in Paraguay erstmal so, auch mal so, was passiert hier? Die ersten Monate war das ein bisschen nervig, war auch zu der Zeit vor Ort. Und dann, als der erste Lockdown quasi dann vorbei war, kam nie wieder ein zweiter. Es war alles sehr, sehr entspannt. Man hat immer wieder mal noch ein bisschen was davon gelesen. Aber irgendwie konnte man dann ziemlich normal auch das alltägliche Leben auch wieder bestreiten. Also es war nicht so, dass dann im Winter ja, dieses heimtückische Ding dann immer wieder zurückgekommen ist. Ne? Immer im Winter dort, ja. Ne? Also komisch, in Paraguay, dort im Winter ne, war das nie so wirklich und das war auch danach irgendwie kein großartiges Problem und man konnte ein ganz normales Leben dort bestreiten. Und generell, Paraguay hat einen sehr, sehr schwachen Staat. Also hat auch ein Wachstum, versucht auch, sich mehr und mehr auszudehnen. Das ist ein negatives Phänomen, das wir ja fast überall sehen. Ja, aber auch, da hat man übrigens noch mit Argentinien, haben wir vielleicht so ein bisschen den Gegenpol, da auch allgemein zu diesem allgemeinen Phänomen. Und die haben wir auch da gleich um die Ecke, also auch glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Übrigens mit Aufenthaltsgenehmigung mit der Cedula kann man dann auch zum Beispiel nach Argentinien reisen, nach Brasilien und generell in Länder des Mercosur. Also man hat quasi so einen Mini-Reisepass auch damit. Das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, den ich da noch gar nicht erwähnt hatte. Und wie gesagt, Paraguay, sehr, sehr wenig Staat, ja, also sehr, sehr angenehm und mischt sich da nicht großartig ein. Das heißt, wenn du nach Paraguay ziehst, dann wirst du nicht wie in Deutschland, wenn du dich anmeldest, dann hast du erstmal ein paar bunte Briefchen innerhalb der ersten Wochen. Da kommen schon erstmal 10 Behörden auf dich zu. In Paraguay keine einzige. Also ich habe noch nie von einer Behörde dort einen Brief erhalten. Und um die Steuernummer zu bekommen, musst du zum Staat hingehen. Also dir wird nicht von selber kommen, dir das gleich zuordnen. Also das heißt, du musst dann zum Staat hingehen, so war das auch bei mir. Das heißt, und habe dann so eine 1,5 Stunden Schulung mir anhören dürfen. Geht vorbei und dann unterschreibst du, dass du dort anwesend warst. Das war's. Und ja, ansonsten, ich habe da auch selber eine Buchhalterin, die sich um alles Steuerliche dort ansonsten kümmert. Ja, das sind, glaube ich, so circa, ich weiß jetzt nicht, aber 20, 30 Euro pro Monat. Ja.
Auch bei zum Beispiel einem Immobilieninvestment dort, ob ich da Apartments habe, da zahle ich für die Immobilienverwaltung, das sind knapp 10, 15 Euro pro Monat. Also alles, was mit Lebenshaltungskosten, also mit direkter Arbeitskraft zu tun hat, ist unglaublich günstig. Da verdient man dann natürlich auch nicht so viel, wenn man das vor Ort machen würde, beziehungsweise die Paraguayer. Aber die kommen gut zurecht. Und die haben keine wirkliche Armut. Also die kommen zurecht, die haben das Notwendigste und sind vor allem glückliche und zufriedene Menschen. Und das merkt und spürt man immer auch. Wir haben ja über Menschen schon gerade gesprochen. Also zusammenfassend. Paraguay ist ein spektakulär, unspektakuläres Land, das viele nicht auf ihrem Bildschirm haben. Und wir haben ja unseren großen Paraguay-Abend, das sind ein paar Stunden, da geht es viel intensiver rein. Wir haben Experts und Leute aus unserer Community. Wir lernen auch konkrete Kontakte direkt vor Ort kennen, die ich mir mühselig über viele Jahre zusammensuchen musste. Da findest du einen Link unterhalb von dem Video. Und unsere Investorenreise auf eine Woche bekommst du wirklich eine Erfahrung, weil ansonsten locker ein Jahr benötigst, um all diese Kontakte und sich da zurechtzufinden. Da findest du das zusammengepackt wirklich auf eine Woche. Deswegen sei da gerne mit dabei, Link ebenfalls unterhalb von diesem Video. Ja, und ansonsten natürlich gerne überlegen, für wen ist dieses Video noch interessant, weil dieses Land hat so viele spannende Aspekte zu bieten. Den kannst du es vielleicht direkt weiterleiten oder allgemein über Social Media gerne teilen. Und natürlich auch gerne kommentieren, mal schauen, welche Fragen dass du vielleicht dazu hast. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Wir gehen ja schon auf 10 Jahre Faszination Freiheit, so was jeden Freitag ein neues Tippvideo gibt. Und da ganz, ganz wichtig, trag in unseren E-Mail-Verteiler ein, weil da sind alle Themen drin. Weil auch über YouTube bekommst du nicht alles mit, nur durch in unserer Freitags-E-Mail bekommst du alle Themen unserer sehr, sehr bunten und strahlenden Community mit. Und ich freue mich darauf, dich nächsten Freitag wiederzusehen. Viele Grüße hier aktuell aus Dubai, übrigens auch bald in ein paar Wochen wieder in Paraguay. Ich freue mich drauf. Herzlichst dein Thorsten Wittmann.